Warum werden deine Spaghetti in der Mikrowelle heiß, obwohl nirgendwo eine Heizspirale zu sehen ist? Gekochte Spaghetti und die Tomatensauce enthalten viel Wasser. Wassermoleküle sind polar. Das heißt, sie haben einen positiven Ladungsschwerpunkt, der nicht mit dem negativen Ladungsschwerpunkt zusammenfällt. Zwischen den beiden Schwerpunkten ist ein Abstand. Darum sind für die Mikrowellen diese Wassermoleküle wie winzige elektrische Dipole, also wie ultrakleine Zäpfchen mit einem positiv geladenen Ende und einem negativ geladenen. Dipole reagieren ähnlich wie Kompassnadeln, nur dass sie sich nicht in einem magnetischen Feld ausrichten, sondern in einem elektrischen. Würdest du den Spaghetti-Teller also in das elektrische Feld zwischen den Elektroden eines Plattenkondensators stellen, dann zerrt das elektrische Feld an den Wassermolekülen so, dass sie sich ausrichten. Ihr positives Ende zeigt zur negativen Kathode, ihr negatives Ende zur positiven Anode. In einer Mikrowelle steckt also dieselbe Physik wie die eines Kondensators. Aber wieso wird die Pasta dann heiß? Mein Name ist Jan Jello, ich bin Professor an der Rheinischen Hochschule Köln und möchte dir helfen, deine nächste E-Technik-Prüfung zu bestehen. Das Wort Welle im Begriff Mikrowelle deutet schon darauf hin. Sobald du die Mikrowelle einschaltest, erzeugt sie im Garraum eine stehende Welle, die aus einem wechselnden elektrischen Feld besteht. Die Wassermoleküle versuchen, dem Feld zu folgen und das unglaubliche 2,45 Milliarden Mal pro Sekunde. Das Feld ändert sich also mit einer Frequenz von 2,45 Gigahertz. Wassermoleküle reagieren besonders empfindlich auf diese Frequenz. Schubst du ein Kind auf einer Schaukel an, machst du das immer dann, wenn es gerade den Umkehrpunkt erreicht hat. Und dadurch passt du die Häufigkeit deiner Schubser der Eigenfrequenz dieser speziellen Schaukel an. Zum Beispiel einmal pro Sekunde. Auf diese Weise schwingt das Kind immer weiter oder gewinnt sogar an Höhe. Ähnlich dazu wird das Wassermolekül angeschubst. Und was hat das mit der Erwärmung der Spaghetti zu tun? Die Mikrowelle funktioniert nur, wenn sie an die Steckdose angeschlossen und eingeschaltet wird. Sie zieht also elektrische Energie aus dem Netz und wandelt sie in ein hochfrequentes E-Feld. Das E-Feld wiederum sorgt für die heftige Zitterbewegung der Wassermoleküle. Mit ihrem elektrischen Dipol versuchen sie sich an das schnell wechselnde elektrische Feld der Mikrowellen anzupassen. Dabei wandeln die Wassermoleküle diese kinetische Energie in Wärme um. Was mikroskopisch als Zittern erscheint, merken wir Genießer der italienischen Küche makroskopisch als Wärme. Holt man sich den Teller aus der Mikrowelle, braucht man sich also keine Sorgen um verstrahlte Spaghetti zu machen. Die Strahlung bestand aus einem elektrischen Wechselfeld und auch nur in der Mikrowelle und auch nur, solange die Mikrowelle an war. Aber warum reagieren gerade Wassermoleküle so empfindlich auf gerade diese Frequenz von 2,45 Gigahertz? Andere Moleküle dagegen nicht so sehr, weil die anderen unpolar sind, also keine permanenten elektrischen Pole haben und deren Ladung sich symmetrisch verteilt. Zu den unpolaren Molekülen gehören zum Beispiel Keramiken oder Glas. Sie sind für Mikrowellen transparent. Das heißt, sie lassen Mikrowellen durch sich hindurch, ohne sie zu absorbieren. Das ist schon schräg. Keramik ist für Mikrowellen genauso durchsichtig, als wäre es aus Glas. Wasser ist für Mikrowellen dagegen undurchsichtig. Sie werden von Wasser absorbiert, weil der Abstand der Ladungsschwerpunkte genau zu den 2,45 Gigahertz passt. Darum wird Wasser deutlich schneller und effizienter erwärmt als andere Stoffe. Dieser Effekt, wie stark ein Stoff auf das E-Feld der Mikrowelle reagiert, wird als relative Permittivität Epsilon angegeben. Ein Stoff mit hoher relativer, also stoffspezifischer Permittivität Epsilon lässt sich sehr gut polarisieren. Während zum Beispiel Öl eine Permittivität von 2 hat, hat Wasser eine von 80. Kurz, Mikrowellen erhitzen Wasser. Dagegen nehmen Keramik oder Glas wegen ihrer nicht vorhandenen Polarität keine Energie aus dem Feld auf, können deshalb keine Wärme erzeugen. Butter oder das Fett in fettigen Lebensmitteln erhitzen sich nur mäßig in einer Mikrowelle. Sie brauchen länger oder mehr Energie. Dadurch, dass sich die Wassermoleküle so leicht im E-Feld ausrichten, schwächen sie aber auch dasselbe elektrische Feld. Warum? Weil ein polares Molekül wie Wasser ein positives und ein negatives Ende hat und damit ein eigenes E-Feld. Was passiert also,
Wenn sich ein Wassermolekül mit seinem eigenen E-Feld in einem äußeren Mikrowellenfeld ausrichtet, es richtet gleichzeitig seinen E-Feldvektor gegen den äußeren E-Feldvektor. Die resultierende zweier Vektoren, die entgegengesetzt gerichtet sind, ist ein kleinerer Vektor. Fazit: Wenn sich ein Stoff gut polarisieren lässt, schwächt er auch immer das äußere Feld, das ihn polarisiert. Damit bedeutet eine große Permittivität Epsilon auch eine große Schwächung des E-Feldes. Wofür braucht man eine Schwächung des E-Feldes? Für größere Kapazitäten. Der Clou ist nämlich, dass man solche Stoffe gerne zwischen die Elektroden von Kondensatoren schiebt. Weil sich das E-Feld dadurch zwischen den beiden Elektroden verringert, verringert sich auch das Risiko eines Durchbruchs. Das E-Feld ist nämlich ein Kraftfeld, das die Ladungen von der einen Elektrode zur anderen zieht. Im Extremfall bildet sich ein Funken, weil sich Ladung sammelt und zur gegenüberliegenden Elektrode springt. Dieser Durchbruch zerstört einen Kondensator. Wird das E-Feld aber geschwächt, kann man den Kondensator mit noch mehr Ladungen vollpacken, ohne dass es gefährlich wird. Darum sind solche Stoffe technisch von Bedeutung. Und deshalb haben sie eine eigene Bezeichnung, nämlich Dielektrikum. Mit dem Zusammenfassungsquiz kannst du jetzt checken, ob und wie viel du behalten hast. In einem äußeren E-Feld entsteht durch Polarisation oder durch Induktion ein stoffspezifisches Gegenfeld, das die effektive Feldstärke im Material reduziert, durch Polarisation. Ein Dipol ist ein Teilchen mit einem positiven und einem negativen Pol oder mit einem Nord- und einem Südpol, mit einem positiven und einem negativen Pol. Wie nennt man den Vorgang, bei dem sich ein Dipol in einem äußeren Feld ausrichtet? Polarisation. Wie stark Stoffe polarisiert werden, erkennt man an deren relativer Permittivität oder absoluter Permittivität. An deren relativer Permittivität. Je größer die Permittivität eines Dielektrikums zwischen den Elektroden, umso mehr oder umso weniger lässt sich die Kapazität von Kondensatoren steigern. Umso mehr. Je größer die relative Permittivität, umso mehr oder weniger Wärme entsteht in hochfrequenten Wechselfeldern, umso mehr. Dielektrika werden technisch eingesetzt als Isolatoren. In Kondensatoren oder in Kabeln? In beiden. Bevor du dir deine nächste Mahlzeit in die Mikrowelle stellst, schenk mir gerne einen Daumen nach oben und lass es dir schmecken. Ciao.